Gefühlt gibt es mittlerweile nicht nur Dutzende Hersteller von Saugrobotern, sondern eben auch jene, die ihre Produkte, egal in welchem Preisbereich, mit super Funktionen ausstatten. Während die Produkte vor einigen Jahren nur saugen konnten, bekamen vor einigen Monaten die meisten Roboter auch eine Wischfunktion. Mittlerweile gibt es bereits etliche, die aber auch über eine Absaugstation verfügen. Heute möchte ich mit euch über den eher unbekannten Hersteller Ultenic sprechen, der mit dem T10 einen Saugroboter vorgestellt hat, der dem Proscenic M8 Pro nicht nur von der Hardware, sondern auch von der Software extrem ähnelt. Ob er aber auch genauso gut abgeschnitten hat, vor allem im Hinblick auf meinen Testparcours, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß! Im Lieferumfang befinden sich der Sauger an sich, eine Wischplatte mit insgesamt 2 Wischtüchern, eine Fernbedienung mit Batterien, ein Netzstecker für die Absaugstation, eine Anleitung, eine Ersatzseitenbürste und Ersatz-HEPA-Filter sowie die kombinierte Absaug- und Ladestation. Bei den technischen Daten gleicht er 1:1 dem Proscenic M8 Pro, was dafür spricht, dass er vom gleichen Hersteller kommt, jedoch nur ein anderes Label bekommen hat. So besitzt auch dieser Sauger einen Durchmesser von 35 cm, eine Höhe von 9,8 cm bei einem Gewicht von 3,6 Kilogramm. Auch hier sitzt der kombinierte Staub- und Wasserbehälter auf der Rückseite des Gerätes, wobei der Staubfangbehälter ein Fassungsvermögen von 280 ml und der Wassertank von 300 ml besitzt. Zumindest letztgenannter Wert ist spitze, der Staubfangbehälter jedoch relativ klein, was aber wieder durch das automatische Absaugen der Ladestation relativiert wird. Auch Ultenic verbaut in ihrem Modell einen 5200 mAh starken Akku, dessen Laufleistung bei 280 Minuten liegen soll. Das ist tatsächlich ein sehr optimistischer Wert, da man auf geringster Leistung lediglich auf einer Laufzeit von 230 Minuten kommt. Die Saugleistung wird mit 3000 Pascal angegeben und liegt damit etwas höher als beim M8 Pro von Proscenic. Neben dem federnd gelagerten Laserturm auf der Oberseite des Roboters gibt es noch 2 physische Tasten, die zum einen für den Start eines Saugvorgangs, zum anderen für die Heimkehr zur Ladestation gedacht sind. Im Turm sitzt dann ein rotierender Laser, der auch hier eure Wohnung zentimetergenau einmessen kann und damit immer genau weiß, an welchem Ort er sich befindet bzw. schon war. Unten sitzen dann die federnd gelagerten Antriebsräder, die Schwellen bis 22 mm überwinden sollen. Ich im Vergleich mit dem M8 Pro aber auch keinen Unterschied festgestellt habe. Des Weiteren gibt es hier eine rotierende Seitenbürste, Absturzsensoren für Treppenabgänge oder Galerien und einen Überfahrschutz der Hauptbürste, sodass Kabel nicht eingezogen werden sollen. In der ebenfalls federnd gelagerten Stoßstange sitzen vorne und an den Seiten Sensoren, die zumindest größere Gegenstände und Fußleisten detektieren können und so Anstöße verhindern. Da der T10 augenscheinlich eine 1:1 Kopie zum M8 Pro ist, gibt es hier leider auch die gleichen Probleme beim Wassertank. So ist auf der positiven Seite natürlich erst einmal das große Fassungsvermögen zu nennen, genauso wie die Möglichkeit, die Wasserdurchflussrate bestimmen zu können. Negativ ist hier aber auch wieder die Tatsache, dass Wasser lediglich durch 3 kleine Bohrungen auf der Unterseite des Wassertankes auf das Wischtuch tropfen und damit bei Nichtverwendung das Wischtuch und den Boden mit Wasser befeuchten kann. Je nachdem, an welchem Ort ihr also den Sauger stehen habt, könnte es aber auch zu einem Wasserschaden kommen. Die Absaugstation des T10 ist wirklich ein richtig gutes Gimmick, das immer dann zum Einsatz kommt, wenn der Sauger nach einem erfolgreichen Saugvorgang an die Ladestation fährt. Auch hier wird der Schmutz über den rückwärtigen und im Außenbereich liegenden Staubfangbehälter abgesaugt und in einem Staubbeutel gelagert. Ultenic gibt an, dass je nach Saugrhythmus der Staubbeutel lediglich alle 60 Tage gewechselt werden muss. Auch bei dieser Absaugstation gibt es auf der Oberseite Bedienelemente, um zum Beispiel den Sauger zur Ladestation zu schicken bzw. einen Saugvorgang zu starten. Der Beutelwechsel erfolgt sehr einfach nach Öffnen des Deckels. Um den Ultenic T10 in vollem Umfang nutzen zu können, schließt die Ladestation an die Steckdose, positioniert den Roboter an der Ladestation und ladet euch die Ultenic App für iOS oder Android herunter. Nach dem Anlegen eines Benutzerkontos wählt ihr entsprechendes Modell aus, hier den T10. Hinterlegt in der App eure WLAN-Daten, damit ihr mit dem Roboter kommunizieren könnt und startet im Anschluss eine erste und vollautomatische Reinigung. Hierzu empfehle ich euch, alle Bereiche, die gesaugt werden sollen, zu öffnen, Gegenstände vom Boden zu entfernen, sodass eine vollständige Karte eurer Räumlichkeiten erstellt werden kann. Wer die Anwendung von Proscenic kennt, der wird sich auch hier sofort zurechtfinden, da auch die Ultenic-Anwendung komplett identisch aufgebaut ist. So findet man im oberen Bereich direkt verschiedene Saugmodi, worüber man sehr schnell und komfortabel Teilflächen, bestimmte Bereiche oder auch alles wischen lassen kann. Darunter befindet sich die erstellte Karte, wiederum darunter Start und Pause, verbleibender Batteriestatus, Reinigungszeit und gereinigte Fläche.
Über das untere rechte Symbol könnt ihr unter anderem Wasserdurchflussrate und Saugleistung bestimmen. Ganz oben rechts findet ihr die anderen Funktionen, sprich die erweiterten Einstellungen für die Bereichsverwaltung, geplante Reinigung, Reinigungsprotokoll oder auch Firmware-Updates. In der Partitionsverwaltung könnt ihr zwar Räume umbenennen und auch definieren, ob ein- oder zweimal gesaugt werden soll, jedoch für einzelne Räume nicht Saugleistung oder Wasserdurchflussrate bestimmen. Bedeutet, das, was ihr auf der Startseite unter Wasserdurchflussrate und Saugleistung definiert habt, ist für alle Räume gültig. Das ist unter anderem einer der Negativpunkte, da meiner Meinung nach Parkett mit weniger Wasser gewischt werden sollte als ein Fliesenboden. Auch hier führe ich als Kritikpunkt wieder an, dass die App nicht wirklich liebevoll gestaltet ist, es zu einigen Fehlübersetzungen kommt und man sich mehr als bei anderen Herstellern mit der App zu Beginn beschäftigen muss. Wirklich gut hingegen ist wieder die Partitionierung der verschiedenen Bereiche, da diese sehr gut vom Roboter erfasst wurden. Was ich beim T10 wirklich gut fand, war die Navigation. So zieht er kontinuierlich und mit einer absoluten Gelassenheit Bahn für Bahn, fährt schön parallel an einer Fußleiste entlang und kann auch größere Objekte meiden. Sowohl Navigation als auch Hinderniserkennung ist für einen Saugroboter, der nicht über ein dediziertes Objekterkennungssystem verfügt, echt gut. Wenn ich über die Wischleistung des T10 spreche, so liegt diese in einem guten Bereich, aber immer noch deutlich unter der eines Roborock S7 oder EcoWax T8 oder T9 Plus. Das Wischtuch liegt sehr plan auf, sodass eine breite Wischfläche gewährleistet wird. Dadurch, dass das Wischtuch allerdings nur mit sehr wenig Druck über den Boden gezogen wird, werden lediglich leichte Schmutzanhaftungen entfernt. Zum Schluss möchte ich natürlich noch über das Abschneiden im Hindernisparcours sprechen, bei dem ich wieder 3 Testdurchgänge gestartet habe. Mit jeweils 35 Gramm Haferflocken wurde der 4 Quadratmeter große Parcours mal ohne und mit verschiedenen Teppichen besaugt. Im ersten Durchgang, wo er lediglich eine Kommode und Blumentopf als Hindernis hatte, nahm der Ultenic T10 in 4 Minuten und 54 Sekunden 34,2 Gramm Haferflocken auf. Von der Geschwindigkeit liegt er in einem richtig guten Bereich, ist hier allerdings nicht auf Platz 1, bei der Aufnahme des Streugutes liegt er aktuell unter den Top 3. Im zweiten Durchgang habe ich dann einen 20 bis 22 mm hohen Kurzflorteppich ausgelegt, ebenfalls 35 Gramm Haferflocken verstreut und ihn auf die Reise geschickt. Mit 4 Minuten und 32 Sekunden war er hier nicht nur der schnellste, das Auffahren auf den Teppich stellte ihn zu keiner Zeit vor Problemen und mit 31,4 Gramm Haferflocken liegt er aktuell auf Platz 3 meiner besten Liste. Im letzten Durchgang mit einem Bartvorleger und weichen Kanten benötigte er 6 Minuten und 9 Sekunden, ist damit definitiv nicht der schnellste, liegt mit 30,3 Gramm aber wiederum in den Top 3 und absolvierte diese Runde schneller als der Erst- und Zweitplatzierte. Hier war ich wiederum erstaunt darüber, dass augenscheinlich ein Underdog nicht nur sehr gute Zeiten aufs Parkett legt, sondern dabei auch noch richtig gute Reinigungsleistungen. Was rein die Saugleistung angeht und Aufnahme von Dreck, muss er sich definitiv nicht hinter den Größen von Roborock oder EcoWax verstecken. Aktuell kann man den T10 zu Preisen zwischen 400 bis 500 Euro kaufen und zumindest erstgenannter Preis erscheint für mich recht fair, da er wirklich viel Gutes vereint. Angefangen mit dem Negativen hat mir wiederum der Austritt von Wasser aus dem Wassertank nicht gut gefallen und sollte meiner Meinung nach in der nächsten Generation überarbeitet werden. Das ist einfach ein Umstand, der einem 400-Euro-Sauger nicht würdig ist. Des Weiteren wäre es angebracht, die Anwendung nicht nur grafisch, sondern auch grammatikalisch zu verbessern, da diese eher auf dem Stand von vor 2 bis 3 Jahren ist. Auch wäre es schön, wenn man jedem einzelnen Raum zuweisen könnte, mit welcher Saugleistung und Wasserdurchflussrate das Zimmer bearbeitet werden soll. Hier ist lediglich eine allgemeine Einstellung möglich. Schön ist hingegen, dass man für 400 Euro bereits eine Absaugstation bekommt. Ein Sauger, der eine sehr gute Navigation besitzt, eine gute Hinderniserkennung und meiner Meinung nach auch eine sehr gute Saugleistung, die sich vor den Modellen von EcoWax nicht verstecken muss. Da er lediglich das Wischtuch über den Boden zieht, ist die Wischleistung nicht auf dem Stand der Konkurrenz und könnte etwas besser sein. Wer mit den Negativ-, aber natürlich auch Positivpunkten leben kann, der findet hier einen Sauger, mit dem er mit Sicherheit zufrieden sein wird. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit dem Ultenic T10 Saug- und Wischroboter nach ungefähr 3 Wochen Nutzung und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!